Willkommen, Commander. Es ist geplant, dass Sie im Rahmen Ihrer Mission nach Alpha Centauri auch Planetenlandungen durchführen. Mithilfe des Landers werden Sie interessante Biotope oder andere Orte aufsuchen und Ressourcen sammeln können. Dazu müssen Sie zunächst in einen stabilen Orbit einschwenken, wie in unserer Schulung für interplanetare Flüge erklärt. Sobald Sie im Orbit sind, übernimmt der Autopilot für Sie. Vor einer Landung sollten Sie im Orbit die Informationen zum Planeten einsehen. Dies ist nur möglich, wenn Ihre Scanner funktionieren. Dabei ist wichtig, welche Rohstoffe und mögliche interessante Punkte auf der Oberfläche zu finden sind. Aber entscheidend sind die Daten, die der Einschätzung der Schwierigkeit einer Landung dienen. Dazu gehören die Schwerkraft oder die Windstärke, aber auch besondere Eigenschaften wie häufige Erdbeben. Aus diesen Daten wird eine Vorhersage erstellt, die von harmlos bis hin zu tödlich reichen kann. Gehen Sie nur dann hohe Risiken ein, wenn Sie bestimmte Rohstoffe oder andere auf der Planetenoberfläche erreichbare Ziele sehr dringend erreichen müssen oder über Ausrüstung verfügen, die die Gefahr mindert. Nach Abkopplung des Landers übernimmt zunächst der Autopilot, bis Sie die Atmosphäre erreichen. Sie greifen als Pilot erst in der letzten Phase des Manövers wieder ein. Sie können die Hauptschubdüsen feuern lassen und ihre Ausrichtung und damit auch die des Landers steuern. Ein zweites Set Schubdüsen sitzt auf der Oberseite des Landers, um ihn nach Unfällen aufzurichten, bei Wind und niedriger Schwerkraft gegen den Boden zu drücken oder Ziele unter Wasser zu erreichen. Denken Sie daran, dass Sie zwei verschiedene Steueroptionen haben, absolut und relativ. Wir empfehlen, in der sicheren Atmosphäre des Mars zu experimentieren. In der Übersicht zur Planetenoberfläche sind Rohstoffquellen sowie interessante Orte markiert. Erstere werden je nach Typ blau, grün oder grau für Gase, Minerale und Metalle angezeigt, letztere rot. Um sie anzusteuern, kippen Sie die Düsen in einen Winkel, bei dem Sie gleichzeitig eine sichere Höhe halten und sich in die richtige Richtung bewegen können. Lassen Sie sich von Rückschlägen nicht entmutigen, besonders wenn starker Wind oder extreme Schwerkraft herrschen. Kontrollieren Sie Ihren Sinkflug mit kurzen Feuerstößen der Triebwerke, bis Sie vorsichtig aufsetzen. Gelingt keine punktgenaue Landung, korrigieren Sie Ihre Position mit kleinen Hopsern. Wenn Sie an einem interessanten Ort gelandet sind, bieten sich Ihnen nun neue Optionen. Sie können jetzt Orte für Außenmissionen betreten und der Kontakt zu Ihrem Crewmitglied wird automatisch über die Comms hergestellt. Wir rechnen damit, dass Sie fremdartige Biotope oder vielleicht gar Ruinen finden und Proben zurückbringen können. Sind Sie auf Mineralen oder Metallen gelandet, kommt der Bohrer zum Einsatz. Behalten Sie die Anzeige für die Systeme des Landers im Auge, färbt sich diese rot, läuft der Bohrer heiß und Sie sollten ihn sofort anhalten lassen, ansonsten schwächen Sie die Struktur des Landers. In der Regel arbeiten Sie am besten mit kurzen, wiederholten Bohreinsätzen. An der Lagerstätte wird Ihnen die Bohrtiefe angezeigt. Je tiefer Sie hier kommen, desto höher ist die Gefahr, dass es Schäden am Lander gibt. Wenn Sie also nicht eine dringende Knappheit beheben müssen, bleiben Sie hier besser im grünen bis orangenen Bereich. Einen Sonderfall beim Sammeln von Rohstoffen stellen Gasquellen dar. Hier müssen Sie über den Stellen, an denen die Gase austreten, den Lander in der Luft halten und die Filterapparaturen auf die gleiche Weise in Gang setzen wie den Bohrer. Wir empfehlen dafür Planeten mit schwachem Wind oder schwacher Schwerkraft. Sie werden hier eine ruhige Hand brauchen. Eine Sonderrolle nehmen Gasplaneten ein. Hier müssen Sie Gase direkt in der Atmosphäre sammeln. Sie werden auf keiner Planetenoberfläche landen können und die Winde und Schwerkraft können extrem sein. Sinken Sie zu tief, wird Ihr Lander zerquetscht. Achten Sie auf jeden Fall darauf, genügend Treibstoff für eine Rückkehr in den Orbit zu behalten. Der Lander wird ihn nicht nur für die Flüge und die Lebenserhaltung einsetzen, sondern auch zum Betrieb des Bohrers und der Filter. Wenn Sie den Lander verlieren, verlieren Sie auch alle gesammelten Ressourcen und den Piloten, es sei denn, dieser hat einen Schleudersitz. Um den Planeten zu verlassen, steigen Sie einfach auf, bis Sie die Linie erreichen, ab der der Autopilot übernimmt. Die Höhe der Linie hängt von der Gravitation des Planeten ab. Die Steuerung eines Landers gehört zu den härtesten Herausforderungen, die Sie auf Ihrer Mission erwarten werden, Commander. Wenige Piloten bestehen Ihr Training ohne den einen oder anderen Knochenbruch. Üben Sie, bevor Sie aufbrechen, und gehen Sie nicht davon aus, die Steuerung bei den ersten Anläufen schon meistern zu können. Die Auffrischung der Flugausbildung ist damit abgeschlossen. Für unser letztes Missionsvorbereitungsvideo haben unsere Futurologen eine Simulation für mögliche Erstkontakte mit Aliens erstellt, sowie eine Zusammenfassung der Protokolle für den unwahrscheinlichen Fall, dass sie fremde Technik finden und auf ihrem Schiff installieren wollen.